Stellt euch vor, 1945. Der Zweite Weltkrieg ist gerade zu Ende gegangen, Europa liegt in Trümmern, Millionen Menschen sterben immer noch an einfachen Infektionen. In einem zugigen Kellerlabor in Oxford sitzt eine Frau mit schmerzverzerrten Händen vor einem Kristall, der kleiner ist als ein Staubkorn. Sie schießt Röntgenstrahlen hindurch tausende Male, jahrelang und entschlüsselt als erste Menschheit das Molekül, das den Tod endlich besiegbar macht, Penicillin. Diese Frau rettet mehr Leben als alle Generäle des 20. Jahrhunderts zusammen, bekommt 1964 als einzige Frau den ungeteilten Chemie-Nobelpreis und steht trotzdem nicht in euren Schulbüchern. Ihr Name ist Dorothy Hodgkin, und die nächsten 8 Minuten werden euch zeigen, warum sie eine der größten Wissenschaftlerinnen aller Zeiten ist. Wenn ihr jetzt schon spürt, wie sich eure Nackenhaare aufstellen, dann drückt jetzt auf Gefällt mir und abonniert den Kanal, denn solche Geschichten dürfen nicht noch einmal vergessen werden. Los geht's! Dorothy Mary Crowfoot kommt am 12. Mai 1910 in Kairo zur Welt, in einer Zeit, in der das britische Empire noch über Ägypten herrscht. Ihr Vater John ist Archäologe und arbeitet für den ägyptischen Antikendienst, ihre Mutter Molly ist Botanikerin, zeichnet Pflanzen für wissenschaftliche Bücher und beschäftigt sich intensiv mit altägyptischer Webkunst und Sufismus. Schon als kleines Kind läuft Dorothy barfuß durch die Wüste, sammelt bunte Mineralien und Quarzstücke und fragt ihren Vater ständig, was ist eigentlich in Steinen drin? 1914 zwingt der Erste Weltkrieg die Familie zur Trennung. Dorothy und ihre Schwestern werden nach England zu den Großeltern geschickt. Dort wächst sie in Gelthrop, Lincolnshire, auf einem kleinen Ort, in dem es kaum Spielkameraden gibt. Stattdessen verbringt sie Stunden im Garten ihrer Großmutter und experimentiert mit einem Chemiebaukasten, den ihr ein Freund der Familie, Dr. Joseph Barnes, schenkt. Mit gerade mal 10 Jahren züchtet sie bereits ihre eigenen Kristalle in Marmeladengläsern. Ihre Mutter schreibt ihr aus Ägypten lange Briefe über Pflanzen und Mineralien. Diese Briefe werden später in Dorothys Nachlass gefunden, voller Zeichnungen und Analysen, die ein Kind eigentlich gar nicht verstehen dürfte. 1928 bewirbt sie sich als eine von nur 2 Frauen in ihrem Jahrgang um das Chemiestudium in Oxford. Die Aufnahmeprüfung besteht sie brillant. Ihr Tutor J.D. Bernal wird später sagen, sie war nicht nur die klügste Studentin, die ich je unterrichtet habe, sie war die klügste Person. 1932 schließt sie ihr Studium mit einem First-Class-Degree ab als Jahrgangsbeste. Statt sich ausruhen zu dürfen, geht sie direkt nach Cambridge zu John Desmond Bernal, einem genialen, aber politisch extrem linken Physiker. Bernal zeigt ihr die damals brandneue Technik der Röntgenkristallographie. Man schießt Röntgenstrahlen durch einen Kristall und kann aus den Beugungsmustern die dreidimensionale Anordnung der Atome berechnen. Es ist, als würde man ein dreidimensionales Puzzle aus Millionen Teilen lösen, nur mit Mathematik und Geduld. 1934 kehrt sie nach Oxford zurück und wird mit gerade 24 Jahren Dozentin am Somerville College, dem einzigen reinen Frauencollege damals. Ihre Studentinnen erinnern sich, sie trug immer denselben alten Mantel, sprach leise, fast schüchtern, und doch hing jeder an ihren Lippen. Während des Krieges wird sie heimlich in das streng geheime Penicillin-Projekt eingebunden. Ernst Chain und Howard Florey haben das Penicillin zwar entdeckt, aber niemand weiß, wie das Molekül eigentlich aussieht. Ohne diese Kenntnis ist eine synthetische Herstellung unmöglich. Dorothy arbeitet Tag und Nacht, oft mit nichts als einer alten Röntgenröhre und fotografischen Platten. 1945, am Tag der deutschen Kapitulation, präsentiert sie die komplette Struktur. Dieser Moment rettet buchstäblich die Welt. 1964 steht sie dann ganz allein auf der Bühne in Stockholm und nimmt den Nobelpreis für Chemie entgegen, die 3. Frau in der Geschichte und die erste, die ihn ohne männlichen Co-Preisträger bekommt. Die Queen will sie zur Lady machen. Dorothy lehnt höflich ab, ich möchte weiterhin einfach nur Dorothy genannt werden. 1937 heiratet sie Thomas Lionel Hodgkin, einen brillanten Historiker, der sich auf afrikanische Geschichte spezialisiert hat. Die beiden lernen sich auf einer Konferenz kennen und führen von Anfang an eine offene, moderne Ehe. In den 1930er Jahren ein Skandal. Thomas wird später mehrere Affären haben, Dorothy auch, darunter eine lange Beziehung mit einem Kollegen. Beide akzeptieren das vollkommen. Sie bekommen 3 Kinder,
Luke, Toby und Elisabeth und Dorothy zieht sie weitgehend allein groß, weil Thomas oft monatelang in Ghana oder Nigeria forscht. Sie ist überzeugte Pazifistin, engagiert sich bei der Campaign for Nuclear Disarmament und wird Präsidentin der Pugwash-Konferenz, die Wissenschaftler aus Ost und West zusammenbringt. 1987 sitzt sie als einzige westliche Wissenschaftlerin am Tisch mit Michail Gorbatschow und diskutiert Abrüstung. Ein Foto von diesem Treffen hängt heute noch in ihrem ehemaligen Labor. Ihre 4 absolute Meisterwerke: Penicillin, 1945, 8 Jahre, über 800 verschiedene Kristalle, tausende Röntgenaufnahmen. Sie entdeckt den berühmten Beta-Lactam-Ring, ohne den das Antibiotikum nicht wirken würde. Vitamin B12, 1956, das damals komplexeste bekannte organische Molekül, 94 Atome, über 2500 Reflexe. 7 Jahre Arbeit mit einem Team von nur 4 Leuten. Sie benutzen einen der allerersten Computer Großbritanniens, den Ferranti Pegasus, der so groß wie ein Wohnzimmer ist und weniger Rechenleistung hat als euer Smartphone heute. Insulin, 1969, ein Lebenswerk. Bereits 1934, als 24-Jährige, macht sie die ersten Röntgenaufnahmen von Insulinkristallen, die ihr ein Diabetikerforscher aus Toronto geschickt hat. 35 Jahre später, 1969, ist die Struktur endlich gelöst. 5431 Atome, 6 Zinkionen, 2 Ketten. Dieser Erfolg macht 1980 die gentechnische Produktion von Lumeninsulin möglich. Bonusfast, eine ihrer allerersten Studentinnen in den 1940ern war die junge Margaret Roberts, die spätere Margaret Thatcher. Thatcher bewahrt ihr Leben lang ein Foto von Dorothy in ihrem Arbeitszimmer und hängt später ein großes Porträt von ihr ins 10 Downing Street. Dorothy war von 1938 bis 1977 Mitglied der Communist Party of Great Britain aus Überzeugung, nicht aus Mode. In den 1950er Jahren verweigern ihr die USA wiederholt das Visum, obwohl sie zu Konferenzen eingeladen ist. Der Grund: politisch unzuverlässig. Mit 24 erkrankt sie an schwerer rheumatoider Arthritis. Ihre Hände verformen sich immer mehr, die Finger werden knotig und steif. In den letzten Lebensjahrzehnten kann sie kaum noch einen Stift halten, trotzdem arbeitet sie weiter, lässt sich von Assistenten die Kristalle vors Mikroskop halten und fühlt die Strukturen mit den Fingerspitzen. Kollegen sagen, sie hatte Augen in den Händen. Und sie war Feministin, aber die leise, effektive Sorte. Sie klagte nie über Diskriminierung, sie bewies einfach jeden Tag, dass Frauen genauso gut oder besser sein können. Am 29. Juli 1994 stirbt Dorothy Hodgkin friedlich im Schlaf in ihrem Haus in Ilmington, Warwickshire, 84 Jahre alt. Ihr letztes Projekt, die Struktur eines weiteren Proteins, liegt noch auf dem Schreibtisch. Ihr ehemaliges Labor in Oxford heißt heute offiziell Dorothy Hodgkin Building. Die Royal Society vergibt seit 2005 die Dorothy Hodgkin Fellowship speziell für junge Wissenschaftlerinnen, die neben der Forschung auch Kinder großziehen wollen. Ihr größtes Vermächtnis ist nicht nur Penicillin oder Insulin, es ist der Beweis, dass man als Frau, als Mutter, als chronisch Kranke, als politisch Unbequeme an der absoluten Weltspitze der Wissenschaft stehen kann, ohne dabei seine Menschlichkeit zu verlieren. Dorothy Hodgkin hat die Welt 3-mal vor dem Tod bewahrt, vor bakteriellen Infektionen, vor perniziöser Anämie und vor tödlichem Diabetes. Und trotzdem mussten die meisten von euch heute zum ersten Mal ihren Namen hören. Deshalb frage ich euch jetzt in die Kommentare, welche Wissenschaftlerin oder welchen Wissenschaftler findet ihr am meisten unterschätzt? Wer verdient endlich mehr Aufmerksamkeit? Schreibt es mir. Wenn euch diese Geschichte berührt hat, dann zeigt es bitte mit einem Like, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, denn nächste Woche kommt wieder eine Frau, die Geschichte geschrieben hat, die aber fast niemand kennt.